So, unverhofft kommt oft. Eigentlich wollte ich die gar nicht Probe fahren, aber mein Motorrad war vom Service noch nicht fertig. Deswegen fahre ich jetzt nochmal eine Stunde. Die Husqvarna 701 ist 2017er Modell mit dem neuen Motor. Jo, schauen wir mal. Eieiei, also untenrum geht nicht so viel wie bei meiner. Aber gut, die ist jetzt im Standard drin. Die hat diesen Standard-Luftfilterdeckel, der schnürt halt übelst zu. Ah ja, ja, wie praktisch. Was mich jetzt hauptsächlich interessiert am 2017er Modell. Ich bin ja das 2015er oder 2016er schon mal gefahren. Mich interessiert hauptsächlich dieser neue EU4-Motor mit der neuen Ausgleichswelle im Zylinderkopf und das Motorrad hat auch eine andere Ventilsteuerung. Die Einlassventile sind direkt angesteuert und die Auslassventile über einen Kipphebel. Aber das ist nicht mal so ein Rollenkipphebel, das ist irgendwie so KTM-Spezial. Und die hatten da auch angeblich ziemlich Probleme, einen Zulieferer zu finden, der das hinkriegt in der entsprechenden Qualität. Motorlauf ist definitiv ruhiger als bei meiner. Ich habe ja noch das ganz alte Modell. Ich habe ja noch diesen 654 Kubik Motor mit Einfachzündung. Schubidubidu. Dankeschön. Shuttlebus. Blöd. Also ich habe mir ja schon mal so eine Teststrecke hier zusammengeschustert. Hier im Münchner Norden. Aber jetzt habe ich natürlich hier kein Navi dran. Oder ich fahre einfach mal ins Blaue. Muss halt nur schauen, dass ich rechtzeitig wieder da bin. Was ich hier so ein bisschen vermisse, ganz ehrlich, ist eine Temperaturanzeige. Das wäre eigentlich schon ganz praktisch, ne? Aber es ist krass, wie viel laufruhiger da ist. Das merkst du sehr deutlich. Ah ja, interessant. Die hat auch eine andere Lenkerlagerung. Das ist wie bei der Duke 690. Die hat unten nochmal so eine kleine Schale. Ich glaube, die ist auch niedriger. Also wenn ich mal nachdenke, wenn ich mal überlege bei meiner, da komme ich gar nicht mit beiden Füßen auf den Boden. Hier schon. Weil es halt echt schade ist, im Standardtrim geht da halt untenrum nix. Ja, die musst halt mehr drehen, ne? Aber interessant ist, bei niedrigen Drehzahlen, wenn ich aus niedrigen Drehzahlen raus beschleunigt, dann klappert die so ein bisschen. Aber das macht meine auch, nur nicht so laut. Also das stimmt mich ja wieder fröhlich, dass ich dann weiß, dass meine nicht kaputt ist. Das ist übrigens so ein Top-Tipp von mir für alle 690er-Fahrer, die meinen, ihr Motorrad hört sich komisch an oder sei kaputt. Fahren einfach mal die von jemand anders. Das beruhigt ungemein. Also ich würde ja ernsthaft einen Umstieg erwägen von der 690er auf die 701. Warum? Also positiv, der größere Lenkeinschlag, das ist bei der 690er echt eine Krankheit. Dann hat sie einen 1 Liter größeren Tank, hat den neuen Motor. Naja gut, meine hat kein ABS, ne? Und ein bisschen mehr Dampf. Also 10 PS Unterschied, die hat 10 PS mehr. Aber Spitzenleistung ist eh scheißegal. Wichtiger ist Drehmoment aus dem Keller raus. Also das wären die Pros, sage ich mal. Aber das ganz, ganz große Kontra, da scheiden sich die Geister, ist halt die Optik. Also ich bin nicht begeistert davon, wie die ausschaut. Die sind da wohl so ein bisschen Richtung Retro gegangen, aber meiner Meinung nach ist die 690er viel hübscher. Ich finde ja auch die ältere 690er mit den anderen Tankverkleidungen viel hübscher als die SMCR. Und die ist auch von der Farbgebung her cooler, finde ich. Also die SMCR, die ist mir einfach zu bunt. Komm mir vor wie in Italien. Meine Eurotour, wo ich damals bei, wie viel waren es? 41 oder 42 Grad im Schatten, da mit 50 km/h am Meer entlang getuckert bin. Mann, ey, da stirbst du. Da bist du dann völlig durchgegart nach einem Tag fahren. Also kein Drehzahlmesser ist schon irgendwie blöd, finde ich. Vor allem, wenn jetzt die Maschine irgendein Geräusch macht und du willst es reproduzieren. Du weißt ja überhaupt nicht, bei welcher Drehzahl. Drehzahlverlauf sehr homogen leider. Also ist recht unspektakulär, muss man sagen, im Vergleich zu meiner. Bei meiner habe ich natürlich was gemacht. Ist halt immer die Scheiße. Aber was machst du denn bei einem Vorführerbike? Da kannst du nicht mal eben den Luftfilterdeckel abnehmen. Wobei angeblich ist es ja bei den neueren 690ern oder 701 egal, der gleicht das ja aus. Tja, hätte ich jetzt Werkzeug dabei, dann könnte ich den mal eben abmachen. Naja, egal. Ich suche mir dann irgendwann mal eine kleine Stelle zum Anhalten, um mir den Motor mal genauer anzuschauen und auch mal den Lenkeinschlag zu testen. Mal gucken, wie eng ich tatsächlich am Lenkeinschlag fahren kann. Ich sollte mir echt mal die Probefahrstrecke einprägen. Das ist ja super langweilig. Hier geht es nur geradeaus. Was ich aber finde, die fühlt sich wendiger an als meine. Aber es kann auch täuschen. Es kann durch die Reifen sein. Ich habe eher so Tourensportreifen. Ich habe Z8 Interact. Ich weiß jetzt nicht, was die drauf hat. Die 690er, die hat immer Conti Attack SM. Die
Die sind ein bisschen sportlicher. Ich finde es ja wirklich enorm schade, dass KTM die 690er quasi aus dem Programm genommen hat und den neuen Motor nur in die hier verpflanzt hat. Ansonsten hätte ich mir ohne zu zögern die mit dem neuen Motor gekauft. Oh, das ist ja wie in Ostfriesland, hier 10 Kilometer geradeaus. Also das ist mit Abstand die schlechteste Streckenwahl für eine Probefahrt ever. Ja, also fährt sie insgesamt softer, habe ich so den Eindruck. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir einen Einzylinder kaufe, dann will ich da auch ein bisschen Ruppigkeit. Ja, also, ja, die zieht halt. Alles Kies. Nee, da fahre ich lieber vor an die Schranke. Also das ging jetzt bei der 690er zum Beispiel nicht, ja. So ein Wendekreis. So, jetzt schauen wir mal. Ja, ich bin noch nicht mal am Lenkanschlag. Bin noch meine gewöhnt. Ja, also das ist schon krass. Ja, nicht schlecht. Servus. Naja, das ist eigentlich eine KTM. Ja, schon, es steht Husqvarna drauf, aber das Motorrad gibt es schon seit 2008 als KTM 690 SMC. Dann haben sie Husqvarna gekauft und haben ein bisschen neue Plastik, neue Sitzbank und dann nennen sie es Husqvarna. Der Baukasten. Also man erkennt es von der Seite wirklich sofort auf den ersten Blick. Das hier ist nämlich neu. Das hat der alte Motor nicht. Das schaut für mich aus wie eine Art Entlüftung. Das ist sekundär. Hier. Das ist der Stecker fürs Sekundärlüftsystem. Dann hast du hier den Zündkerzenstecker, integrierte Zündspule. Das hier, ich glaube, das ist dieser dubiose Kohlenstoff-EVAP-Kanister. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Den Stecker von der Hupe haben sie neu gemacht. Zu gerne würde ich ja hier mal alles abbauen und mir das mal genauer anschauen. Ja, daran erkennst du es auch eindeutig, das hat der alte Motor auch nicht. Die Schraube vom Steuerkettenspanner ist anders, der ganze Drosselklappenkörper, aber den haben sie über die Jahre schon verändert. Ansonsten von außen nicht viel zu erkennen. Schauen wir nochmal kurz um die Sitzbank. Ja, das ist der Originaldeckel. Zumindest haben sie jetzt das KTM-Logo mal entfernt. Also wenn der ab ist, dann geht die unten raus viel, viel besser. Aber ich habe jetzt leider keinen Schraubenzieher dabei. Ja, ansonsten recht aufgeräumt. Ich glaube, diese Batterieabdeckung haben sie ja auch wieder weggespart. Bei der anderen 16er oder 15er, die ich gefahren bin, da war hier noch eine Abdeckung drauf. Die war aber lose. Vielleicht haben sie die einfach weg, als es geklappert hat. Die finde ich jetzt auch gar nicht so unbequem. Sie beschweren sich mal, dass die Sitzbank so unbequem ist. Aber die ist breiter als bei der 690er. Tendenziell bequemer. Ich meine, ich bin sie ja schon mal gefahren, deswegen habe ich mich da echt kurz gefasst, mal ein bisschen nur mehr auf den Motor eingegangen. Also optisch sagt sie mir irgendwie immer noch nicht zu. Nee. Da. Das hier. Das sollte man dahin tun. Schabt's nicht hier vorne an der Maske. Naja, ich lasse mal alles hier original. Ich habe nichts gemacht. Das Heck. Die Heckleuchte sieht halt so ulkig aus. Das wie bei so einem Formel-1-Wagen. Naja. Ansonsten, ja, also ich glaube, wenn es die 690er nicht geben würde, dann hätte ich mir halt die gekauft. Mein Gott, das gibt echt Schlimmeres. Da gibt es so einen geilen Comic, so 2 Motorradfahrer. Das erste Bild ist, wo jemand einen Burnout macht. Steht dann da, keine Ahnung, Hans-Peter malt gerne schwarze Striche auf die Straße. Und dann siehst du im zweiten Bild jemand, der halt nur so mit Shorts und T-Shirt fährt und dann steht drunter, und Klaus malt gerne rote Striche auf die Straße. Oh, das ist ja genau mein Humor. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an KTM München Nord. Das ging sehr schnell und unkompliziert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann bin ich auch nicht traurig. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.